Lieber Schütze, herzlich willkommen zu deinem Juli-Taroskop. Schauen wir uns hier in diesen Videos an, wie sich dein Juli gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig und ausschlaggebend? Worauf ist zu achten? Jedoch eventuell aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video, wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Bitte drück auf den Link, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Schütze, bitte. Lieber Schütze, du bist im Juli einerseits in dich gekehrt, andererseits hast du den Drang, dein innen Entdecktes nach außen zu bringen. Das heißt, im Juli kann es gut möglich sein, dass du ja so ein Push and Pull in dir hast, dass du einerseits den Rückzug verspürst, doch andererseits gleich wieder nach außen möchtest. Auch dort bitte lass dir Zeit, spüre in dich hinein, was gut für dich ist. Du möchtest deinen Mitmenschen etwas mitteilen. Im Juli ein ganz großer Wachstumsschub, der stattfinden darf. Du darfst sehr, sehr viel erkennen. Im Zwischenmenschlichen, lieber Schütze, sagen sie mir Vorsicht, auf dass du mit jemandem ganz Bestimmten nicht zu aufbrausend wirst. Es hat etwas mit deinem Freundeskreis und Bekanntenkreis zu tun. Da könntest du dich vielleicht provoziert fühlen, herausgefordert fühlen, doch sie sagen, es ist es nicht wert. Du suchst, du bist wissensdurstig, du beschließt zu verändern. Dieser Wissensdurst bringt dich auf eine Spur, auf etwas, mit was du dich vielleicht bis dato noch in keinster Weise beschäftigt hast oder es für dich so wie ein Buch mit 7 Siegeln war, wo du dir sagtest, verstehe ich nicht, habe ich kein Verständnis dafür, will ich nicht. Doch jetzt beginnst du dich anzunähern, denn ich glaube, du spürst sehr wohl, dass es auf dieses Thema bezogen weitaus mehr gibt, als es an der Oberfläche sichtbar ist. Sehr viele Falter sind um dich herum. Bitte schaue dort nach der Bedeutung, was es für dich bedeuten mag, auf was sie dich hinweisen möchten. Es geht vor allem um Nachtfalter. Wow. Es kann auch sein, dass du mit einem Wasserzeichen verbunden bist, Fisch, Krebs, Skorpion. Die Zahl 8 ist sehr ausschlaggebend. Ja, schau, wie wunderbar. Es ist genau das, es gibt es gar nicht. Es ist die volle Bestätigung von dem, was sie gerade durchgegeben haben. Das Göttliche, das Beständige, das Ursprüngliche. Wie im Innen, so außen, lieber Schütze. Du bist bereit, dich auf die Suche zu machen. Du bist bereit, weit zu gehen, um zu finden. Und du bist bereit, dich zu befreien, beziehungsweise
zu sehen, was dich genau hält. Es ist, wie als würdest du erkennen, dass immer wieder sich etwas ganz Bestimmtes in deinem Leben präsentiert und du nun versuchst, einen anderen Blickwinkel darauf zu bekommen. Es ist, wie wenn du immer und immer wieder die eine Straße entlang fährst, von dieser einen Richtung her kommend. Du kennst sie schon in- und auswendig. Was willst du dort entdecken? Begehe die Straße doch mal andersherum. Dort bekommst du eine neue Ausrichtung, neue Blickwinkel und dort gibt es das Neue zu entdecken. Ein Thema, das dich um den 13. Juli, ich möchte nicht sagen verfolgt, doch es ist ein Thema, wo du erkennst, was Unfreiheit ist, wo deine persönliche Unfreiheit vorherrscht und du möchtest es ändern. Es ist ein günstiger Zeitpunkt, es zu ändern. Aus dir heraus zu ändern. Du wirst sehr viel säen, also deine ersten Schritte tun, um in die Veränderung zu kommen. Auch geht es um ein Verlangen bzw. ein Bedürfnis von dir, dem du immer mehr unterworfen bist, unterlegen bist. Auch dort, lieber Schütze, schau hin, versuche zu erkennen, warum es Bestand hat. Dann ist für manche ein Seeigel ausschlaggebend. Sie sagen, die Seeigel haben die Struktur der Sternkörper. Inwiefern, inwieweit? Sie sagen, es geht um die Musterung und die Maserung. Gut. Schauen wir uns deine Hauptthemenkarte an. Unter welchem Themenstern steht dein Juli? Jemand, der im September geboren ist, am 9. September, eventuell, kommt auf dich zu, hat dir eine enorm tiefgründige, wichtige, große Geschichte zu erzählen, ihre Geschichte. Die Sonne. Mit die beste Karte im gesamten Tarot. Der Juli gibt Antworten. Der Juli gibt Lösungen. Der Juli gibt Leichtigkeit, sofern du ihn zu nehmen weißt. Denn der Juli kann sich für dich, für manche etwas kapriziös, vor allem in deinem Gemüt, in deiner Launenhaftigkeit widerspiegeln. Doch wisse, es ist alles zu deinem höchsten Wohl. Denke immer an die Weisheit. Die Weisheit, die oben Bestand hat, hat auch unten Bestand. Und zwar in allem, was ist. In jedem einzig und wenn es
noch so klein Lebewesen ist. Gehen wir in die Details. Der Juli hält wirklich Lösungen für dich parat. Es gilt, diese zu erkennen. Es gilt, diese anzunehmen. Dann noch ein kleiner Hinweis. Du darfst Mechanismen erkennen bzw. Muster erkennen, in denen du vielleicht gefangen gehalten worden bist, von anderen manipuliert wurdest oder eben dich selbst manipuliert hast. Geil. Ja. Die Manipulation. Wie ein Hacker, nicht? Der an Daten anderer rankommen möchte, hintenrum. Doch wisse, dieser weiß, was zu tun ist, wie es zu tun ist, was es benötigt. Ein Löwe kann dir durchaus wertvolle Informationen zukommen lassen. Darum lass wirken. Es gibt im Juli, vor allem so um den 4. Juli herum, genial, vor allem um den 4. Juli herum gibt es eine Botschaft, die auf dich zukommt, beziehungsweise eine Situation, in der es etwas Großes zu feiern gibt, in der es Geselligkeit gibt, in der es das Gefühl des Ankommens gibt. Und gut möglich, dass es mit einem Date zu tun hat, dass es die Liebe ist oder schlichtweg, dass es dein Erkennen ist, wer an deiner Seite ist, wie du eingebettet bist. Es gibt großen Grund, fröhlich zu sein, happy zu sein, denn das, was da auf dich zukommt, lieber Schütze, ist etwas sehr Kraftvolles. Es ist gut möglich, dass du eine Auszeichnung bekommst, eine sehr große Anerkennung bekommst im Zwischenmenschlichen. Sie sagen, dies lässt dich erneut hoffen, dies lässt dich nach vorne schauen. Für diejenigen, die im Online-Dating sehr aktiv sind, ist die 1. Juliwoche sehr ausschlaggebend. Gut möglich, dass ihr auf eine Feier eingeladen seid, eine etwas größere Zusammenkunft, die sich dann wirklich die in Zweisamkeit endet, in tiefer Zuneigung und ganz großer Verbindung. Es ist ganz wichtig für dich, lieber Schütze, dass du dich auf dich selbst verlässt, dir selbst vertraust und falls du mit einem Luftzeichen verbunden bist, dieses Luftzeichen dich auf irgendeine Art und Weise auf Distanz hält, sich von dir distanziert, beziehungsweise
zu dir sagt, ich habe zu tun, ich habe zu tun, ich habe zu tun. Lass dich davon nicht beirren, denn dieses Luftzeichen arbeitet an etwas ganz Großem und du kannst davon profitieren. Wir machen weiter im Extended, lieber Schütze, mit mehr Details für deinen Juli. Bis gleich, wir freuen uns auf dich. Ciao!